und herzlich willkommen hier in Plochingen. Wir stehen hier vor der ICE-Baureihe 401 oder auch dem ICE der ersten Generation. Und ich darf Sie einladen, heute mitzukommen auf unseren Streckenkundefahrten zwischen Plochingen und Unterpfahlheim. Pendeln wir hin und her, um unsere Triebfahrzeugführer fit zu machen für den Betrieb im Dezember, damit die mit allem gerüstet sind, was sie brauchen. So, wir sind jetzt hier im Führerstand und ich möchte Ihnen kurz erklären, was wir hier eigentlich machen bei den Streckenkundefahrten. Die dienen nämlich dazu, um unser Personal fit zu machen für die Strecke, auf der sie fahren. Das ist Vorschrift bei uns, dass jeder Lokführer, der eine Strecke befährt, die vorher auch einmal gesehen haben muss, damit er sich auskennt, die neuralgischen Punkte kennt. Und das Ganze machen bei uns beim Fernverkehr jetzt bis zum Fahrplanwechsel roundabout 200 Triebfahrzeugführer mit und dann sind wir gerüstet für den Fahrplanwechsel. Mein Name ist Raimund Räder, ich bin Gruppenleiter Triebfahrzeugführer beim Fernverkehr am Standort in Stuttgart und ich betreue hier den Vorlaufbetrieb auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm für den Fernverkehr aus Lokführersicht und bin seit September 2022 hier schon einige Male auf der Strecke unterwegs gewesen. Das Besondere bei dieser Strecke ist, dass es seit der VDE 8 in Betriebnahme, die erste neue Betriebnahme ist im Netz der DB, und für uns im Fernverkehr bedeutet es natürlich für unsere Triebfahrzeugführenden, dass sie Ausbildung machen müssen auf dem Signalsystem oder auf dem Zugbeeinflussungssystem ETCS. Dafür müssen sie eine Woche Ausbildung machen und danach Prüfungen ablegen am Simulator. Und das beschäftigt unsere Triebfahrzeugführer natürlich und umso froher sind sie, wenn sie hier mit uns einmal auf der echten Strecke auch noch unterwegs sein können. Aus Lokführersicht bedeutet ETCS, dass ich nicht mehr die Signale, die für mich wichtig sind, an der Strecke stehen habe, sondern dass mir alles, was an wichtigen Informationen während der Zugfahrt signaltechnisch zur Verfügung steht, mir hier ins Display im Führerstand widergespiegelt wird. Und ich diese ganzen Informationen hier erstmal filtern und ordnen muss. Wir sehen jetzt hier im Display, kurz zur Erklärung, einmal den Tacho, der uns die Geschwindigkeit anzeigt. Hier auf der Seite haben wir den Zugkraft- und Bremskraftanzeiger. Und im unteren Bereich können wir jetzt erkennen, dass wir im Moment im Modus PZB sind, also punktförmige Zugbeeinflussung, hier Signal geführt. Und wenn wir dann in Wendlingen oder kurz hinter Wendlingen auf die Schnellfahrstrecke auffahren, werden wir übernommen in den ETCS-Betrieb. Dann verschwinden diese blauen Leuchtmelder hier und wir kriegen die ganzen Informationen angezeigt, die wir für ETCS brauchen. Hier auf der rechten Seite haben wir dann die sogenannte Planning Area, die es uns ermöglicht, je nach unserer Auswahl bis zu 32 Kilometer Vorausschau zu haben. Wir können dort die Geschwindigkeitswechsel erkennen, die auf diesem Abschnitt kommen, oder können auch sehen, ob der Fahrdienstleiter bereits ein Signal auf Fahrt gestellt hat oder ob das beispielsweise noch auf Halt steht. Für unsere Triebfahrzeugführer hier im Südwesten ist das gänzlich neu. Die hatten bisher nichts mit ETCS zu tun. Und wir haben letztes Jahr im November bereits angefangen, erste Kollegen zu schulen und jetzt über das Jahr 2022 hinweg viele Kollegen auf dem System ausgebildet, die jetzt froh sind, auch mal im Praxiseinsatz die ETCS erleben zu können während der Streckenkundefahrten. So, jetzt habe ich Ihnen schon viel über den Zug und unsere Planungen erzählt. Jetzt möchte ich Sie einladen, mit einzusteigen und den Bahnhof Plochingen mit uns zu verlassen auf eine Streckenkundefahrt mit dem ICE der Baureihe 401 von Plochingen in Richtung Ulm.
neu ist die Blockkennzeichen, sind jetzt nicht mehr, sind jetzt in Freifahren. Das ist ja bei euch auch noch wie bei der LCE, gell? Genau. Wir haben jetzt hier 3 Lokführer vorne im Führerstand. Der eine Kollege fährt den Zug, der ist im Vorlaufbetrieb beteiligt. Der fährt also schon seit September auf der Strecke. Und die anderen beiden sind Kollegen, die jetzt zum Streckenkundeerwerb auf den Zug gekommen sind und fahren jetzt einmal die Strecke mit von Plochingen nach Unterpfahlheim und Unterpfahlheim wieder zurück nach Plochingen, sodass sie den gesamten Streckenabschnitt der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm einmal in beide Richtungen gesehen haben. Und die Kollegen tauschen sich hier natürlich aus über die wichtigsten Informationen. Einmal diskutieren sie ein bisschen über ETCS und kriegen natürlich von dem aktiven Lokführer Informationen über die wichtigen Punkte an der Strecke, Evakuierungsstellen, wichtige Signale. Also die Rückmeldungen, die ich bis jetzt von den Kollegen erhalten habe, die schon hier unterwegs sind seit September, und ich selber bin ja auch schon einige Male über die Strecke gefahren, sind durchweg positiv. Es ist eine gelungene Strecke aus meiner Sicht. Jede Strecke hat ihren eigenen Charakter, den man erst kennenlernen muss. Und hier ist es so, dass das Herausragende natürlich schon die Vilstalbrücke ist, weil aus der Perspektive des Lokführers stellt es sich noch mal ganz anders dar, als wenn man zum Seitenfenster rausguckt und es wird plötzlich hell. Wir sehen ja bildlich das Licht am Ende des Tunnels und sehen die Brücke, und auf der anderen Seite sieht man schon wieder in den nächsten Tunnel rein, und dann fahren wir da drüber mit 250. Das ist schon eine beeindruckende Aussicht, die ich so bisher in meiner Karriere auch noch nicht kennenlernen durfte. Im weiteren Verlauf kommen wir jetzt gleich durch den Bahnhof Merglingen, und wir sind ja hier mit dem ICE vom Fernverkehr unterwegs. Da hat der Bahnhof im Moment keine Relevanz, weil wir keine Züge haben, die hier halten. Wir können also mit 250 km/h und Streckenhöchstgeschwindigkeit durch den Bahnhof durchrauschen, wohingegen natürlich die Kollegen von Regio und die Fahrgäste von Regio einen großen Gewinn durch den Bahnhof haben, weil von Merglingen nach Stuttgart verkürzt sich die Reisezeit natürlich drastisch. Die Strecke ist bereit, der Fernverkehr ist bereit, wir Triebfahrzeugführer sind bereit, und wir laden Sie ein, mit uns auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und weiter nach München ab Dezember unterwegs zu sein. Wir freuen uns.